Seit 2 Jahren sind wir mit unserem Wohnmobil auf der Panamericana unterwegs und endlich am Ziel unserer Reise in Alaska angekommen. Aber das ist noch nicht das Ende. Wir wollen die Panamericana bis zum nördlichsten Punkt von Alaska über den Polarkreis bis zur Prudhoe Bay fahren. Dorthin führt der gefürchtete Dalton Highway. Der Dalton Highway ist 666 Kilometer lang und ist bekannt als die gefährlichste Straße in Alaska. Wir sind hier einfach im Nichts. Wenn hier irgendetwas mit dem Auto passiert, wir sind komplett auf uns allein gestellt. Über schlechte Schotterpisten führt der Dalton Highway durch eine der abgelegensten Gegenden in Alaska, wo man keine Versorgung oder Mobilfunkempfang erwarten kann. Schlammige, enge, steile und rutschige Passagen haben diese Straße berühmt gemacht. Wer da lang fährt, muss es wirklich wollen. Die Straße wird gerade immer schlechter. Wir haben uns die letzten Wochen intensiv mit dem Dalton Highway auseinandergesetzt, aber haben uns erst vorgestern dafür entschieden, ihn wirklich zu machen. Und jetzt freue ich mich so richtig darauf, in so eine abgelegene Region zu fahren. Unter anderem haben wir hier 50 Liter in Kanistern, 50 Liter Diesel. Unsere Reifen sind auch noch ganz gut. Die sind erst ein paar Monate alt. Ein Ersatzrad haben wir auch dabei und ein Reifenflickset, weil der Dalton Highway ist bekannt dafür, dass die Reifen relativ schnell kaputt gehen. Wir haben auch ordentlich Obst und Gemüse in Fairbanks eingekauft, weil wir werden über eine Woche lang keine Einkaufsmöglichkeiten haben und das ist unser Proviant für diese Woche. Hier hinten haben wir auch noch mal ordentlich Proviant, Haferflocken, ganz viele Konserven, Reis und so weiter. Falls was passiert, sind wir auf jeden Fall vorbereitet. Aber nicht gegen die Moskitos. Oh ja, müssen gleich die Tür wieder zumachen. Uns erwarten einige Schotterstraßen und wir waren jetzt bei den Reifen auf 4,5 Bar und haben jetzt abgelassen auf unter 3 Bar und damit gehen wir jetzt auf jeden Fall ins Rennen. Aber ich bin mir immer noch nicht richtig sicher, ob es die richtige Entscheidung war, diesen Weg jetzt zu machen, aber wir haben uns dafür entschieden und deswegen, let's go! Oh, das wird gut, Alter. Das wird gut. Das wird gut. Damit sind wir jetzt offiziell eingestiegen und machen den Dalton Highway. Es gibt kein Zurück mehr, wir sind drin und uns erwarten 666 spannende Kilometer. Also der erste Eindruck, also der Bodenbelag soll sich sehr oft ändern auf dem Dalton Highway und aktuell ist alles so ein bisschen schwierig. Der Dalton Highway ist keine gewöhnliche Straße. Er führt bis zu den Ölfeldern an der Prudhoe Bay. Dieser Highway wurde in den 1970er Jahren gebaut, als im Norden von Alaska große Erdölvorkommen gefunden wurden. Der Highway wurde für den Bau der Trans-Alaska-Ölpipeline gebaut, die vom Arktischen Ozean bis in die südliche Stadt Valdez führt. Eine halbe Stunde auf dem Dalton Highway und schon wissen wir nicht mehr, wo es lang geht. Entweder da lang, warte, ich zeig's mal hier. Hier lang oder geradeaus? Okay, aber was meinst du? Also der Dalton Highway geht nach da, aber Google Maps sagt mir jetzt, ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist, Google Maps hier zu navigieren, aber sagt, dass da Sperrungen sind. Aber der Weg, guck mal, das sieht voll gut aus. Aber es kommt auf selber aus. Komm, fahren wir links rum, das ist sicherer. Okay, gut. Komm, wir machen was. Wir fahren durch sanfte, bewaldete Hügel, immer in Richtung Norden. Für uns ist das etwas Besonderes, nach 2 Jahren Reisen so weit nördlich zu sein. Es fühlt sich an wie eine halbe Ewigkeit. Und während wir gemütlich in den Norden fahren, kommen immer mehr Erinnerungen hoch. Wir fangen an, Landschaften der einzelnen Länder zu vergleichen und verlieren uns in der weiten Landschaft Alaskas. Wir machen die Strecke nicht alleine, sondern wir treffen uns gleich mit Martin und Katharina und da drüben, ich glaube, da sind sie schon. Ja, sorry. Hi. What? Nice to see you. I don't know. Wir müssen jetzt gerade ein bisschen aufpassen, weil die Straße sehr schlammig ist und das ist wie so ein Film auf der Straße. Ja. Es ist richtig slippery gerade, gell? Ja, komplett rutschig. Aber wir haben uns heute als Ziel gesetzt, noch den Polarkreis zu überschreiten. Das erste Mal für uns, ne? Ja. So cool. Wir sammeln noch unser Abendessen. Martin, what's the name of the mushroom? Mushroom. I don't know in English.
And in Czech? In Czech it's gonna be kozák or křemenáč. And it's eatable. Yeah. Nice. Du freust dich schon. Der Dalton Highway soll zu 30% aus Asphaltpisten bestehen. Das klingt eigentlich ganz gut, allerdings sind die in echt schlechtem Zustand. Das ist meine Meinung. Was meinst du? Hier ein kleines Beispiel. Also man muss die ganze Zeit zickzack fahren. Und manchmal sind die Schlaglöcher wirklich so groß und eins neben dem anderen. Man kann da kaum ausweichen. Finde ich. Achtung, da schon wieder. Ja, genau. Oh. Ja, so viel zu Schlaglöchern. Davor wurden wir vorher auch schon gewarnt, dass die Asphaltabschnitte eigentlich die schlechtesten sind. Aber das liegt daran, dass hier alles auf Permafrost aufgebaut ist. Und das schmilzt immer ein bisschen ab, gefriert wieder und dadurch gehen Straßen halt in kürzester Zeit kaputt. Oh ja, yes, geschafft! Also 3 Schlaglöcher in der Mitte, so eine kleine Spur offen. Ja! Genau, Ja, auch über die kleinen Sachen freuen. Oh, Like 100 meters. maybe. okay. Let's check. Also ich glaube, das wird jetzt unser Platz sein für die Nacht hier. Wenn das Wetter so ist wie heute, ihr seht, es regnet den ganzen Tag, dann legen wir auch ganz gerne mal einen Arbeitstag ein. Daher kommen wir jetzt zu einer kurzen Botschaft unseres Partners und das ist Surfshark. Surfshark ist ein VPN-Anbieter und wir benutzen das VPN von Surfshark schon seit 2 Jahren. Das VPN von Surfshark hilft dir, anonymer im Internet zu sein, indem es deine IP-Adresse maskiert und durch eine andere ersetzt. So kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort verlegen, zum Beispiel in ein anderes Land, um das dortige Online-Angebot nutzen zu können. Ich zum Beispiel gucke sehr gerne die Bundesliga-Zusammenfassung. Es gibt auch eine große Mediathek in Deutschland, wo ich es online gucken könnte. Allerdings ist es hier in den USA nicht verfügbar. Also kann ich ganz einfach meinen virtuellen Standort nach Deutschland verlegen und habe Zugriff auf die Mediathek. Surfshark bietet dir aber noch viele weitere Funktionen, unter anderem in dem Paket Surfshark One. Darin ist sogar ein äußerst effektiver Virenschutz enthalten. Wenn ihr also auch eure Sicherheit im Internet verbessern wollt, dann schaut gerne mal bei Surfshark vorbei. Und mit dem Code SPRINTTOUR bekommt ihr 4 Monate kostenlos. Geht einfach über den Link in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Die Autos sehen jetzt aus wie neu lackiert. Da ist so eine richtige Kruste drauf, die geht auch gar nicht so leicht weg und ist ganz hart. Oh Mann, das Auto müssen wir danach erstmal wieder sauber machen. So viel sieht man aktuell durch unsere hinteren Scheiben. Fast alle, mit denen wir gesprochen haben, haben auf dieser Strecke einen Steinschlag in der Windschutzscheibe bekommen. Immer wenn einem die LKW entgegenkommen, dann prasseln hier so in dem Bereich die Kiesel auf die Scheibe. Ich bin echt froh, dass unsere Scheibe noch ganz ist. So fingers crossed, dass es halt wirklich so bleibt. Arctic Circle. Wir sind mal am Polarkreis. Wahnsinn, oder? Ich war noch nie überhalb des Polarkreises. Ja, ich auch nicht. Das erste Mal jetzt. Das ist der Polarkreis, genau. Und wir befinden uns genau hier am Polarkreis. Das ist der Wahnsinn, oder? Wir haben es echt geschafft. Wir Das sind hier. Das ist so cool. Aber ich glaube, wir haben noch 500 Kilometer bis Dead Horse. Also und unser das Stück hier. was mich gerade wundert, ist, dass unser Sprittank gerade die Hälfte anzeigt. Ja, hoffentlich reicht es noch bis oben, weil da soll es eine Tankstelle geben. Wir sind hier gerade am Arctic Integration Visitor Center, das hier. Und das ist in Cold Foot. Ich finde die Namen hier immer so cool. Ganz oben ist ja Dead Horse, hier ist Cold Foot.
ja, sehr anschauliche Namen. Aber hier ist der Name tatsächlich auch Programm, denn nicht weit von hier wurden die kältesten Temperaturen, die jemals in den USA gemessen wurden, aufgenommen. Das war, ich glaube, hier 550 Kilometer entfernt. Das waren minus 62 Grad. Und hier wird es auch regelmäßig im Winter unter minus 40 Grad. Also schon eine kalte Region. Ich glaube schon, dass man da kalte Füße kriegt. Ein Zertifikat. Oh, Martin auch. Cool. Aber was steht da drauf? Das ist ein Zertifikat, dass wir den Polarkreis überschritten haben. Ach, wie cool. Ich finde das auch besonders. Ich finde das cool. Hast du eigentlich gesehen, dass hier draufsteht, was hier in der Gegend alles gesehen wird? Ja, genau. Ja, das habe ich schon gesehen. Ich bin schon sehr neidisch, weil da steht dabei Black Bear, Moose, Grizzlies habe ich ja vorne auch schon oben gesehen. Da, 3 Grizzlies. Am 6.8. Wow, super. 3/4 der Strecke liegen tatsächlich über dem Polarkreis. Und wir kommen gleich zu dem höchsten Pass in Alaska, dem, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Aitigan Pass. At what time exactly does it freeze here? November? Okay. Yeah. Yeah. And until February maybe? No. Oh, March. Wow. Okay. Der Dalton Highway ist eine einsame Straße im Herzen Alaskas und führt durch eine der rauesten und zugleich atemberaubendsten Landschaften der Welt. Auf dieser langen und oft herausfordernden Strecke ragen in der unendlichen Weite majestätische Berge in den Himmel. Wir betreten mit der Brooks Range die endlos scheinende alpine Tundra. Also mir war vorher bewusst, dass wir durch arktische Tundra und Taiga fahren, aber dass wir durch so ein Gebirge hier fahren wie hier, das sind ja richtig hohe Berge. Sie wird nur sehr, sehr selten geschlossen, die Straße hier, also auch im Winter. Vor allem im Winter ist hier wahrscheinlich so eine richtig dicke Eisschicht drauf. Die Straße war auch schon ein paar Mal im Fernsehen, weißt du? Ah ja, genau. Wie hieß die Sendung nochmal? Was mit Eis? Ice Truckers. Ah, stimmt, ja. Genau, da hat man gesehen, wie die Trucks hier so, da ist alles voller Eis und die Trucks fahren da drüber. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Weißt du, du bist unterwegs auf dieser Straße, du fährst auf Eis und du hast minus 40 Grad oder so um den Dreh. Ja. Und stell dir mal vor, deine Bremse geht ein. Keine Ahnung, irgendwelche Teile da vorne. Ja, ich glaube auch. Boah, das ist richtig hart, finde ich. Deshalb, es gab noch eine zweite Sendung, in der die Straße hier vorgestellt wurde, und zwar die gefährlichsten Jobs der Welt. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es sehr das waren auch diese Ice Trucker. Ja, das ist Wahnsinn. Hier scheint die Zeit stillzustehen. Einzig die Straße erinnert einen an die Hektik des Alltags. Die Tiere leben hier in Harmonie mit der Natur. Von den Karibus, die in großen Herden durch die Tundra ziehen, und den Bären, die auf der Suche nach Nahrung in einem so einsamen Gebiet sind. Sobald man abseits der Straße ist die Einsamkeit des Dalton Highways keine, die bedrückt, sondern eine, die beruhigt. Unberührt und vollkommen. Heute ist Tag 3 auf dem Dalton Highway. Wir haben hier auf BLM-Land übernachtet. Aber hier auf dem Campground stehen noch ein paar andere Vans. Das sind alles Jäger. Hier in der Gegend darf gejagt werden. Allerdings nicht mit Gewehren oder Pistolen. Hier wird mit Pfeil und Bogen gejagt. Alles andere ist verboten. Haben wir aber noch nicht gesehen, haben wir auch nur gehört. Gestern die Tagesetappe war vielleicht die spannendste. Wir sind hier durch das Gebirge gefahren. Aber wir sind auch am Ende von dem Gebirge. Da hinten wird es flacher. Da fahren wir jetzt lang. Und es sind nur noch 200 Kilometer bis Dead Horse. Also das schaffen wir wahrscheinlich an einem halben Tag. Und dann haben wir es geschafft. Dann sind wir am Ende vom Pan American Highway. Ich kann es immer noch nicht fassen. Ja.
Wir sind hier gerade einfach im Nichts. Hier ist gar nichts. Das ist so beeindruckend, aber auch irgendwie gefährlich, weil man hier einfach keinen Dienst hat. Also wenn irgendetwas mit dem Auto passiert, hier hat man einfach kilometerlang gar nichts. Also hier wird dir einfach nicht geholfen. Man muss sich hier selbst weiterhelfen. You're hunting for caribous, right? Ah, okay. And one question, because the visitor center said that you hunt with bows. Oh, I've never seen this kind of bows. It's just like, if I imagine a bow, it's like, I don't know, old style bow, you know? They call it a traditional bow. Ja, ja. Hier läuft ein Caribou umher und sie versuchen es zu erlegen. Es ist jetzt eine gewisse Zeit erlaubt zu jagen, aber wie der Timo schon erwähnt hat, halt mit einem Bogen und nicht mit der Waffe. Und es war schon sehr spannend zu sehen, wie der Bogen überhaupt ausschaut. Das sind krasse Teile, die sind total technisch, geil. Ja. Wenn es trocken ist, kann es eine ganz gute Straße sein, aber wenn es regnet oder schneit, dann kann es richtig zur Hölle werden. Do you feel it? It's very slippery. Damit die Straßen nicht so stauben, machen sie Calciumsulfat drauf und das macht bei Regen, vor allem wenn die Straße nass ist, die Straße richtig slippery. Da ist wie so ein Schmierfilm hier drauf. Ja. Man rutscht in alle Richtungen. Und das sieht man ja ganz schön. Das ist richtig slippery. Die letzten 30 Kilometer von der Panamericana. Ach, ey. Wahnsinn. Ich bin bereit. Das ist schon Dead Horse. Wow. Oh, Alter, das sind so Schneeraupen oder sowas, oder? Fahrzeuge auf alle Fälle, aber zig. 50 Wow. Aber alles auch ein bisschen runtergekommen hier. Ja, es muss halt harte Winter durchstehen alles, wa? Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city line. An den Parkplätzen hängt überall so ein Kabel mit Stecker runter, dass du dein Auto direkt anschließen kannst und dein Diesel vorwärmen kannst. Ja, das brauchen die hier definitiv, ja. Aber jeder Parkplatz. Das werden die Unterkünfte sein hier, Timo. Oh ja. Das hier, oder? Das kann sein. Wahrscheinlich. So. Das ist wohl das eine Ende der Welt. Ja. Wow. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running. Nice. Wow, cool, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, wir sind da. Wir sind da, geil. 2 Jahre hat es gedauert. What I thought was sitting in my pocket in plain sight all along. We made it, guys. It was such a long way and now we're here. Wow. Yes. Martin, for you it was like how many kilometers? 76,000. Okay, we made it in 66,000 kilometers. Really? Yes. Maybe I counted wrong. So Timo. The bell. Time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way. Also, Leute, wir haben es geschafft, das gibt's gar nicht. Nach 2 Jahren sind wir so weit Richtung Norden gefahren, dass es einfach nicht mehr weitergeht. Wir sind von Ushuaia, der südlichsten Stadt der Welt, bis ganz in den Norden von Alaska, bis es wirklich gar nicht mehr weitergeht. Bis zum Arktischen Ozean. Der ist jetzt hier noch ein paar Meilen in die Richtung. Direkt zum Wasser kommen wir leider nicht. Hier sind die Ölfelder. Hier ist Schluss, hier ist wirklich der Norden, der absolute Norden. Hier hört die Straße einfach auf. Genau, Und hier sind wir jetzt. Und das ist einfach so ein unfassbares Gefühl, weil 2 Jahre, es ist so viel passiert. Viele schaffen es ja nicht mal, so weit zu kommen. Ne? Immer auf ein Ziel hingearbeitet. Jetzt sind wir hier und hier hören eigentlich auch unsere Pläne auf. 66.000 Kilometer hat uns das Auto hier hochgebracht. Tolles Auto.
Wir reden immer davon, dass Dead Horse, da wo wir gerade sind, das Ende vom Pan American Highway oder der Panamerikaner ist. Das ist es eigentlich gar nicht, aber so das inoffizielle Ende. Bei allen Reisenden zählt das hier als das komplette Ende, weil es hier einfach nicht mehr weitergeht. So 2 years you've been doing that whole route and just like Long travel. that is so cool. That's my goal in a few years when I retire. I'm gonna get one of these and I'm ready to go do that. Also damit ist unsere Reise hier vorbei. Die Panamerikaner ist für uns damit komplett abgeschlossen. Wir haben es geschafft, richtig cool. Das ist so krass, 2 Jahre, wirklich Ja. immer Richtung Norden gefahren, jetzt geht's nicht mehr. Genau, wir kommen immer noch nicht klar und wir müssen einfach ein riesen Dankeschön an euch alle da draußen aussprechen, dass ihr uns so lange begleitet habt. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie lange ihr schon mit uns dabei seid. Das wird uns mega freuen, das zu lesen. Und wie geht es bei uns weiter? Ich würde sagen, die Frage beantworten wir im nächsten Video, oder? Ja. Genau. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ah, ich habe gedacht, wir hätten es geschafft ohne Steinschlag. Und der ist mit 30 vorbeigefahren, weißt du? Oh Mann, wir sind ey. langsam gefahren, er ist langsam gefahren. Ach, nicht dein Ernst. Mann, das sieht echt übel aus. Ich hoffe, das bricht nicht. Ja, kann sein, dass die Scheibe da bricht. Erste Hilfe! War irgendwie klar, gell? Ja, war klar. Oh Mann, ey. Das vor allem, aber es Aber sieht wirklich... vor allem die reißt bestimmt hier. Ja, organisier hier mal eine neue Scheibe, ne? Ja. Das geht Aber gar nicht. klar. Das funktioniert absolut gar nicht. Das ist eine Crafter-Scheibe, vergiss es. Oh Mann, das war so klar, dass das passiert. Es war so klar. Ja, irgendwann auf der Reise war es klar, aber ich meine, wir haben Patagonien ohne kaputte Scheibe Ja. überlebt, wir haben jede Wüste ohne kaputte Scheibe überlebt. So viel Schotter, Aber- jetzt ist halt so. Am Ende der Panamerikaner geht die Scheibe noch kaputt. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne unseren Kanal. Und wenn ihr kein weiteres Video von uns mehr verpassen wollt, dann abonniert auch die Glocke. Schaut euch gerne Surfshark mal an. Und wenn es was für euch ist, dann denkt dran, dass ihr über unseren Link 4 Monate gratis bekommt. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Ciao.